Hola a todos und herzlich willkommen zu Mattes Mate Mission. Nochmal schnell aus dem Garten, bevor wir jetzt gleich mit der ursprünglich geplanten Folge 18 loslegen, muss ich kurz eine kleine, aber wichtige Durchsage machen. Also passt auf, in der Folge, die ihr gleich sehen werdet, spreche ich über Bedingungen für die Einwanderung nach Uruguay. Speziell über den Einkommensnachweis. Und da nenne ich eine Summe von 1500 US-Dollar pro Monat für eine Einzelperson. Diese Information, die wir recherchiert hatten, ist leider nicht korrekt. Es ist deutlich weniger im Moment, aber ganz wichtig, der Betrag ändert sich. Das heißt, es gibt also keinen validen fixen Betrag, der jetzt zum Zeitpunkt eurer Einwanderung vielleicht gültig ist. Deshalb nenne ich hier keinen konkreten Betrag. Das Blöde daran ist, diese korrigierten und genauen Informationen haben uns erst erreicht, nachdem wir die Folge schon komplett im Kasten hatten. Ihr wisst ja, wir lernen hier selbstständig dazu auf unserer Reise und wollen euch transparent teilhaben lassen, auch wenn mal etwas nicht auf Anhieb hundertprozentig passt. Was uns das mal wieder ganz deutlich zeigt und was wir euch unbedingt ans Herz legen wollen: Wenn es um so wichtige Dinge wie Einwanderung geht, dann verlasst euch nicht nur auf Google-Suchen, KI-Recherchen und YouTube-Videos. Auch nicht auf unsere. Sondern zieht unbedingt einen Experten hinzu. Einwanderungshelfer, Profis vor Ort, die kennen die aktuellen Bestimmungen und können euch sicher durch den Dschungel der Bürokratie führen. Das ist wirklich viel wert und erspart euch möglicherweise viel Kopfzerbrechen. So, das war die wichtige Vorab-Info. Behaltet das bitte im Hinterkopf, wenn ihr die folgende Episode schaut. Und jetzt viel Spaß mit der Folge, wie wir sie ursprünglich für euch vorbereitet hatten. Film ab! Hola a todos! Willkommen zu einer neuen Folge von Mattes Mate Mission Uruguay in Welt. Heute sprechen wir über die Bedingungen für die Einwanderung nach Uruguay. Was muss man eigentlich alles vorlegen und nachweisen, um eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, also diese begehrte Cédula, zu erhalten? Wir sind mitten in unserer Planungsphase, nur noch 3,5 Jahre bis zur geplanten Auswanderung in 2029. Und heute geht es ganz konkrete Details. Welche Bedingungen und Nachweise braucht man, um in Uruguay einzuwandern? Wir haben das jetzt mal für uns recherchiert und hoffen, es hilft auch anderen. Unsere Recherchen erfolgten auf offiziellen Seiten, ergänzt um viele YouTube-Videos von Expat- und Einwanderungshelfern aus Uruguay. Vielen Dank an die Kollegen da draußen. Ja, am wichtigsten, fangen wir mal mit dem Wichtigsten an, dem lieben Geld. Uruguay will wissen, ob man sich selbst versorgen kann. Für so eine Aufenthaltsgenehmigung braucht man einen Nachweis über ein regelmäßiges Einkommen. Aktuell etwa 1500 US-Dollar pro Monat für eine Einzelperson. Für jedes weitere Familienmitglied kommen nochmal rund 500 Dollar dazu. Das kann Rente, Mieteinnahmen oder Gehalt sein. Hauptsache, es ist nachweisbar und von einem uruguayischen Notar zertifiziert. Für uns bedeutet das ganz konkret, wir brauchen Nachweis über rund 2000 Dollar. Aber das ist noch nicht alles. Auch die uruguayische Bürokratie liebt offenbar Papierkram. Ja, erstmal einige Erklärungen vorab. Apostilliert und legalisiert sind Begriffe aus dem internationalen Urkundenverkehr, die die Echtheit von Dokumenten für die Verwendung im Ausland bestätigen. Die Apostille oder auch französisch Apostille ist eine vereinfachte Beglaubigungsform gemäß dem Haager Übereinkommen von 1961 zur Befreiung ausländischer Urkunden von der Legalisation. Die ist nämlich deutlich schwieriger. Entscheidend ist, ob das Zielland dem Haager Übereinkommen beigetreten ist. Uruguay ist dabei, daher reichen für uns Apostillen aus. Ich habe euch hier mal so eine Apostille eingeblendet. Öffentliche Urkunden, Verträge, akademische Zeugnisse oder medizinische Unterlagen müssen von einem Traductor
publico übersetzt und mit Unterschrift und Siegel versehen werden, um vor Behörden gültig zu sein. Der Traductor publico ist ein in Uruguay beeideter Übersetzer. So, nach diesem kleinen Exkurs hier die Dokumente, die für die Cédula erforderlich sind. Ihr braucht einen Reisepass. Der Reisepass muss zum Zeitpunkt der Antragstellung, also wenn ihr die Cédula beantragt, gültig sein und wird für die Einreise sowie für alle weiteren Behördengänge benötigt. Ihr braucht eine Geburtsurkunde. Diese Geburtsurkunde muss im Herkunftsland apostilliert oder legalisiert werden. Nach der Einreise in Uruguay ist eine offizielle Übersetzung durch den uruguayischen Übersetzer erforderlich. Eine Heiratsurkunde. Auch diese muss apostilliert oder legalisiert und in Uruguay offiziell übersetzt werden, falls man verheiratet ist. Polizeiliches Führungszeugnis. Dieses Dokument darf nicht älter als 6 Monate sein und muss im Heimatland sowie allen Ländern stammen, in denen man in den letzten 5 Jahren länger als 6 Monate gelebt hat. Es muss apostilliert oder legalisiert und offiziell übersetzt werden. Ja, ihr braucht noch ein Gesundheitszeugnis. Um die uruguayische Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, benötigt man auch einen ärztlichen Nachweis, den sogenannten Carnet de Salud, der eine Urinprobe, Tetanusschutz und gegebenenfalls Sehtest sowie Hörtest umfasst und bis zu 2 Jahre lang gültig ist. Zudem sind bestimmte Impfungen, zum Beispiel Masern, Tetanus, Hepatitis B, verpflichtend, wobei ausländische Nachweise meist anerkannt werden. Für Frauen im Alter von 25 bis 69 Jahren sind spezielle Untersuchungen wie HPV-Test, Pappabstriche und Mammographien erforderlich, wobei bei fehlenden Befunden der Carnet de Salud vorläufig für 6 Monate ausgestellt wird. Die Kosten für das Carnet liegen bei etwa 25 bis 35 US-Dollar. Die Ausstellung erfolgt laut unseren Recherchen meist innerhalb eines Tages und Impfungen sind in öffentlichen Zentren kostenlos. Ihr braucht einen Nachweis des Wohnsitzes in Uruguay. Ein Mietvertrag oder eine Eigentumsurkunde dient als Nachweis für den festen Wohnsitz. Die Adresse muss bei der lokalen Polizei registriert werden und eine Anmeldung der Stromversorgung, also von der UTE, kann als zusätzliches Dokument hilfreich sein. Ja, ihr braucht 2 aktuelle Passfotos, nämlich einmal für die Antragstellung und dann für die Identitätskarte für die Cédula de Identidad. Nachweis der Krankenversicherung braucht ihr auch. Also eine Krankenversicherung, die auch in Uruguay gültig ist, wird dringend empfohlen, ist aber nicht immer zwingend vorgeschrieben. Den Antrag für das alles stellt man persönlich bei der Einwanderungsbehörde in Montevideo. Nach der Anreise müsst ihr euch innerhalb von 30 Tagen bei den lokalen Behörden anmelden und eine uruguayische Identitätskarte, also die Cédula de Identidad, beantragen. Ohne die läuft in Uruguay fast nichts. So, ich habe auch hier nochmal so eine Cédula eingeblendet. Und jetzt die Frage, die sich eigentlich keiner stellen will. Wer darf denn nicht nach Uruguay einwandern? Also, wer schwere Vorstrafen mit Haftstrafen von mehr als einem Jahr hat, wird abgelehnt. Auch wer keine regelmäßigen finanziellen Mittel, also diese 1500 US-Dollar pro Monat nachweisen kann, bekommt keine Aufenthaltserlaubnis. Und wer die vorgeschriebenen Impfungen nicht nachweist oder keine Ausnahmegenehmigung hat, hat ebenfalls schlechte Karten. Das klingt jetzt nach viel Papierkram und auch als könnten da sehr teure Fehler passieren. Wir werden uns, wenn es denn soweit ist, an einen professionellen Helfer unseres Vertrauens wenden. Aber wann ist es denn eigentlich soweit? Mit wie viel Vorlauf wendet man sich an einen Einwanderungshelfer? 1 Jahr vorher? 6 Monate vorher? 8 Wochen vorher? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. So, das war unser Überblick zu den Einwanderungsbedingungen für Uruguay. Haben wir irgendwas vergessen? Sind unsere Infos richtig oder habt ihr da was ganz anderes erlebt? Gibt es Unterlagen oder Nachweise, die man unbedingt haben sollte, die wir nicht genannt haben? Schreibt's gerne in die Kommentare und vergesst nicht, Abo dalassen, Glocke aktivieren und Mate bereitstellen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. So, que les vaya bien und bis zum nächsten Mal bei Mattes Mate Mission. Ciao!